Hallo zusammen! Im Rahmen meiner App-Vorstellung möchte ich dir heute die App VitalStat vorstellen. Eine App, die hier viele Metriken vereint, für die Apple Watch, für Polaruhren oder auch für Garmin-Uhren, beziehungsweise du kannst sie zum Beispiel für eine Polaruhr auch als alternative App nutzen, wenn du das möchtest. Ja, da haben wir auch schon die App hier in der Übersicht. Bei mir ist jetzt die Beta-Version, das heißt also, es kann sein, dass hier und da vielleicht ein, zwei Wörter anders heißen als in der Release-Version, aber alle Features, die ihr jetzt gerade seht, sind dann auch in der Release-Version mit dabei. Und hier aus Transparenzgründen möchte ich auch noch erwähnen, dass mir die Beta-Version hier kostenfrei zur Verfügung gestellt worden ist. Ich habe den Entwicklern auch hier und da ein bisschen Feedback gegeben, aber habe jetzt hier kein Geld bekommen. Bevor wir jetzt aber tiefer in die App hineingehen, schauen wir mal ganz kurz, wo eigentlich die Daten herkommen, beziehungsweise welche Datenquellen es gibt. Dafür gehen wir oben hier am Startseite auf das Männchen rechts oben und dann kommt ihr auch schon direkt in die Einstellung hinein. Und dann gibt es hier das Rädchen Einstellung. Und wenn wir jetzt hier auf Datenquelle gehen, können wir auch sehen, welche Dienste momentan bei mir verbunden sind. Das heißt also Polar, Apple Health und Garmin Connect. Unterstützt wird dann auch noch der Oura Ring, Withings ist dabei. Und so habt ihr die Möglichkeit, hier die Daten auszuwählen. Für Polar, Apple Health, Garmin Connect und Oura habt ihr alle Daten so, wie wir das gleich jetzt sehen werden. Bei Withings ist das momentan noch nicht der Fall. Und ihr könnt auch darüber hinaus entscheiden, wie oder wo die Metriken dann hergenommen werden. Das heißt also, wenn du zwischen Uhren switchen solltest, dann kannst du es dann hier bei Metrikquellen auch einstellen. Wir sehen zum Beispiel Aktivitätstracking, können dann zwischen Polar, Apple Health und Garmin Connect entscheiden. Das ist das, was mir jetzt angeboten wird, weil die Dienste verbunden sind. Ihr könnt es aber auch ganz ausschalten, wenn ihr das möchtet. Das gleiche ist zum Beispiel auch bei der Herzfrequenzvariabilität oder auch bei den Schlafdaten. Das könnt ihr dann alles hier für euch individuell entscheiden, wie ihr das am besten herangezogen haben möchtet. Wenn wir dann zurückgehen, da habt ihr am Anfang ja auch gesehen, es gibt dann auch hier die Möglichkeit, einen Gesundheitsreport erstellen zu lassen als PDF. Aber hier auch den Hinweis, dass es kein medizinisches Dokument ist, aber das ist auf jeden Fall hier möglich. Und es gibt dann auch immer einen Rückblick für den Monat, in dem Fall zum Beispiel Monat März. Da bekommst du so eine kleine Übersicht angezeigt. Das ist für alle die sich für Statistik interessieren, eine schöne Sache. Die App selber ist noch recht jung, das heißt also, es kommen noch viele, viele weitere Funktionen hinzu. Der Entwickler ist da auch wirklich hinterher. Ich bekomme teilweise auch mehrmals täglich E-Mails, dass eine neue Funktion vorhanden ist. Also da wird wirklich mit Herzblut dran gearbeitet. Wir sehen auf der Startseite als erstes auch schon direkt die Übersicht. Einmal hier die 3 Balken, Schlaf, Erholung und Belastung. Das kennen wir auch schon von anderen Apps, wie zum Beispiel vom Whoop-Band. Sehen auch hier, Schlaf war sehr gut, die Erholung ist auch sehr gut gewesen, die Belastung recht hoch, weil ich heute Sport gemacht habe. Und wenn wir auf die Erholung drauf gehen, sehen wir auch so direkt eine kleine Übersicht angezeigt, wie sich der Wert entwickelt hat und auch welche Komponenten hier entscheidend sind. Herzfrequenzvariabilität, Schlafleistung, aber auch Ruheherzfrequenz, Atemfrequenz mit einer Einstufung, einer Ampeleinstufung, ob das dir gut oder schlecht war. Das gleiche haben wir dann auch so bei der Belastung, da bekommt ihr auch so eine Übersicht. Wir sehen hier, ich habe heute einen längeren Lauf gemacht, bekommt ihr auch hier nochmal so eine Auswertung, Schritte, Trainingseinheit, Herzfrequenzerhöhung und auch Schlafdefizit ist auch ein wichtiger Aspekt, der die App ermittelt. Das habt ihr mit dabei und wenn ihr auf Schlaf geht, kommt ihr unten auf das Schlaffenster, was wir uns gleich noch anschauen. Ebenfalls bekommt ihr dann auch hier ein sogenanntes Morning Briefing angezeigt, da könnt ihr dann reingehen. Da wird sehr viel mit KI unterstützt. Wir sehen auch hier, bekommt ihr eine schöne Zusammenfassung, einmal über den Schlaf, Erholung, Einfluss von gestern wird berücksichtigt und auch ein Ausblick von heute. Und der ist für euch dann auch individuell abgestimmt, beziehungsweise hier bekommt noch ein paar wichtige Erkenntnisse. Hier und da ist zwar noch was auf Englisch, aber wie gesagt, ist eine Beta-Version und der Entwickler ist dran, das hier alles zu korrigieren. Das Menü, was ihr an dieser Stelle seht, könnt ihr für euch komplett individuell gestalten. Das heißt also, das, was alles hier aufgelistet wird, habe ich jetzt selber so eingerichtet. Ihr habt nämlich die Möglichkeit, rechts oben hier auf ein Burger-Menü zu gehen. Und hier kannst du dann sagen, okay, in welcher Richtung möchtest du alles angezeigt bekommen. Zum Beispiel sagen wir hier, der Vitalwert soll nach oben oder soll gar nicht angezeigt werden. So kannst du es dann für dich hier aktivieren und deaktivieren, wie du es dann brauchst. Das heißt also, das ist hier komplett meine Einrichtung, wie ich das haben möchte. Als allererstes lasse ich mir hier Schlaf und Belastung anzeigen. Und das ist vor allem interessant, wenn wir jetzt einfach mal ein paar Tage zurückgehen. Zum Beispiel hier auf den 30. März. Gehen wir zurück, da war auch Zeitumstellung, alles ein bisschen schwierig. Und was man ganz gut sehen kann, ist, wenn hier die Belastung hochgeht, dass dann auch die Schlafwerte runtergehen. Das sieht man auch die Zusammenhänge. Das heißt also, auch hier ist wirklich ganz wichtig, nicht immer Sport zu machen, sondern auf die Regeneration zu gehen. Und das sieht man hier sehr gut aus den Werten. Das heißt also, morgen dürfte der Wert hier wieder etwas runtergehen. Als weiteres gibt es dann auch so eine Art Body Battery. Das heißt also, der menschliche Akku,
der sich einmal im Schlaf auflädt, aber dann natürlich durch Stress und Aktivitäten hier auch heruntergeht. Sind hier momentan aktueller Stand sind 53%. Und was auch ganz wichtig ist, ist natürlich der Stresslevel, der hängt dann mit zusammen. Hier kannst du dann auch sehen, wie sich dann der Stress über den Tag zusammengesetzt hat. Wir können sehen, hier in der Nacht war es alles sehr ruhig. Dann habe ich etwas die Kinder betreut, dann ging es dann hoch. Und hier habe ich angefangen zu arbeiten bzw. habe Sport gemacht. Da kann man sehen, wie dann auch der Stresslevel etwas angestiegen ist. Und das wirkt sich natürlich dann auch hier auf die Energiereserven aus. Dann haben wir natürlich auch die klassischen Vitalwerte, wie wir es auch von der Apple Watch kennen. Die werden dann auch für Garmin und Polaruhren angezeigt. Hier können dann auch reingehen, bekommen dann auch nochmal eine Baseline angezeigt. Die ist jetzt für mich individuell bestimmt. Da könnt ihr auch schauen, wie es zum Beispiel im Monat ausgesehen hat. Und so habt ihr auch nochmal die Daten hier im Überblick für euch selber. Oder wenn wir dann einen Blick auf die Herzfrequenz werfen, sehen wir auch hier das nochmal schön mit einer Baseline. Und immer wenn ihr rechts oben ein i seht, da könnt ihr einfach drauf gehen. Hier bekommt ihr mal weitere Informationen, was das bedeutet, beziehungsweise welche Werte hier so erwartet werden sollten. Dann habe ich noch eine Körperzusammensetzung. Da könnt ihr euch zum Beispiel auch anzeigen lassen, wie Muskelmasse, freie Masse. Es kommt darauf an, ob eure Wagen das können, beziehungsweise ob das in Apple Health oder Garmin Connect eingespielt wird. Und dann seht ihr das hier mit im Überblick. Als nächstes kommen wir dann zu deinen Metriken. Das heißt also, hier wird dann alles nochmal einzeln aufgeschlüsselt. Und was wir hier sehen können, ist wirklich eine Vielzahl an Möglichkeiten, die ihr euch anzeigen lassen könnt. Aber auch hier ist es so, ihr geht einfach hier auf das Burger-Menü und da habt ihr auch die Möglichkeit, komplett das alles für euch einzustellen, wie ihr es wollt. Das heißt also, wenn ihr Daten nicht haben möchtet, könnt ihr diese auf jeden Fall auch ausblenden, beziehungsweise das Ganze hier etwas begrenzen. Ich habe extra mal für euch alles reingenommen, dass ihr mal einen kurzen, kleinen Überblick bekommt, wie das dann aussieht. Bei den Schritten sieht man zum Beispiel dann mal einen Pfeil nach oben. Das heißt also, heute war es besser als der Durchschnitt. Wir sehen hier momentan steht noch Average, das ist Englisch, wird bestimmt auch noch übersetzt. Wir sehen jetzt hier, im Durchschnitt habe ich hier 9.112 Schritte. Heute waren es 13.433 und wir können das auch aufklappen und können uns einmal den Wochentrend anschauen oder dann auch zum Beispiel den 3-Monats-Trend. So habt ihr alles mit dabei. Ihr könnt sehen, hier war ich zum Beispiel krank, konnte nichts viel machen und da seht ihr das auch nochmal im Überblick. Und das geht hier natürlich für alle Werte, die wir haben. Zum Beispiel der Schlafwert, der Sleep Score wird mit angezeigt. Auch hier könnt ihr es über die Monate anzeigen lassen. Als natürlich dann auch die Schlafdauer, Herzfrequenz, Variabilität. So habt ihr das dann alles mit dabei. Oder dann auch die sportliche Belastung. Oder was für viele auch oft interessant ist, ist die Distanz, die man gemacht hat. In dem Fall sehen wir jetzt hier 11,7 Kilometer über den ganzen Tag. Und auch hier gibt es dann schön Minimum, Maximum und den Durchschnitt. Als auch das Herz-Kreislauf-Alter. Wobei ich muss sagen, der Wert ist noch so ein bisschen nicht so ganz optimal. Der fällt für mich aus meiner Sicht etwas noch zu hoch aus. Ich bin momentan 43, mache auch viel Sport, Maximum bei 51. Also da sind sie noch ein bisschen im Entwickeln bzw. justieren, was den Wert angeht. Und ihr seht dann auch, wie sich dieser Wert dann hier zusammensetzt. Hier sehen wir zum Beispiel die Herzfrequenz, Variabilität, Ruheherzfrequenz, Atemfrequenz, aber auch Schlaf, tägliche Schritte und Blutsauerstoffwerte werden hier mit reingenommen. Wir kennen das so ein bisschen vom Whoop-Band, da wird es ja dann ähnlich ermittelt bzw. angezeigt. Das wäre auch so der erste Überblick, den ihr auf der Startseite bekommt. Wie gesagt, der Schlaf ist ein wichtiger Aspekt für die Erholung. Und so sehen wir es natürlich auch hier, gibt es den Schlaf als eigenen Reiter. Und wir können auch ganz gut sehen, ihr bekommt einmal die Schlafqualität angezeigt. Ihr habt natürlich die Möglichkeit, hier auch durch die verschiedenen Tage durchzuscrollen. Sehen wir hier auch, die Werte ändern sich stetig. Wir gehen jetzt einfach mal zurück auf den heutigen Tag. Und wir bekommen auch hier wieder die Möglichkeit, rechts oben einzustellen, welche Daten ich angezeigt haben möchte und welche auch nicht. Auch die Funktion ist hier überall dieselbe. Das heißt also, hier könnt ihr auch wieder komplett für euch das Ganze individuell machen. Ich lasse mir als erstes hier vor allem die Schlafqualität anzeigen. Wir sehen einmal hier, die Dauer ist im mittleren Zustand. Das ist nicht so gut. So könnte ein bisschen länger sein. Aber die Effizienz, als auch der Tiefschlaf, als auch die REM-Schlafphase ist hier wirklich sehr gut. Also insgesamt war es ein sehr effektiver Schlaf. Nur die Dauer war etwas zu kurz. Ihr bekommt auch schön grafisch nochmal angezeigt, was die Wach-, REM-, Leicht- und Tiefschlafphasen waren. Und was ich hier ganz toll finde, ist, wir sehen hier so so weiße Eingrenzung. Das heißt also, wo man eigentlich hier liegen sollte, sind hier mein leichter Schlaf war jetzt etwas niedriger. Das liegt einfach auch daran, dass der Schlaf kürzer war. Das heißt also, da bin ich auf jeden Fall hier so gut und weit im optimalen Zustand. Wir sehen auch hier nochmal schön die Schlafphasen, die ich jetzt zum Beispiel von der Apple Watch übertragen habe. Sehen wir auch hier die Wachphasen, die es gab, als auch die Tiefschlafphasen. Was ich persönlich immer sehr interessant finde, ist auch eine Übersicht des Schlafdefizits. Wir sehen jetzt hier 2 Stunden 6 ist plus ausgeruht, kann ich auch bestätigen. Und wir sehen auch hier, der Wert hat sich verbessert. Und was man ganz gut erkennen kann, ist, dass hier die Zeitumstellung mich komplett gekickt hat. Also ich habe hier echt Probleme gehabt, da wieder in den Rhythmus zu kommen.
Da ich jetzt hier zum Beispiel ins Büro gefahren bin und ich morgens um 5:30 Uhr aufstehe und das habe ich dann nicht so ganz überlebt mit 4:30 Uhr. Das hat auf jeden Fall hier was mit meinem Schlaf gemacht. Und auch hier gibt es dann ein Ausrufezeichen. Ihr bekommt dann nochmal erklärt, wie sich dieser Schlafdefizit zusammensetzt, beziehungsweise wie das dann auch berechnet wird. Wir sehen auch nochmal eine Übersicht der Herzfrequenz während des Schlafes. Einmal Minimum, Durchschnitt und Maximum. Auch hier habt ihr natürlich dann eine Übersicht und da bekommen die typischen Werte und Durchschnittswerte nochmal angezeigt. Das ist ganz interessant. Als auch eine Auswertung der Atemfrequenz ist mit dabei und es gibt dann auch die Schlafkonsistenz. Das heißt also, bin ich immer so in meinem Rahmen unterwegs. Wir sehen auch hier wieder die Problematik mit der Zeitumstellung und wir können auch das Ganze einmal für den Monat anschauen, aber dann auch für die Wochen. Dann können wir sehen, okay, in welchem Fenster sollte ich hier liegen. Das sind hier die Linien, die wir sehen und wie kann ich das dann hier nochmal verbessern. Und ihr bekommt auch eine Auswertung des erholsamen Schlafs. Das ist dann natürlich hier auch nochmal schön aufgeschlüsselt. Auch hier kann man sehen, dass es hier ein paar Defizite gab. Das merkt man auch tatsächlich dann, wenn man recht müde ist. Und eine Übersicht der Schlafleistung ist mit dabei. Und als nochmal eine Zusammenfassung des Schlafes generell, von wann wir eingeschlafen sind, aufgewacht sind, als auch der Sleep Score wird aufgelistet. Das heißt also, ihr habt da wirklich alle grafischen Daten, die ihr haben wollt, mit dem Minimum- und Maximumwert. Es gibt viele Faktoren, die den Schlaf beeinträchtigen und so habt ihr mit der Vitalstat App auch die Möglichkeit, die Faktoren herauszufinden. Sehen einmal hier, wenn wir auf das Buch gehen, bekommt ihr auch so einen Report angezeigt. Hier könnt ihr dann diverse Sachen auswählen. Hier oben sehen wir die Standardsachen, die da angeboten werden. Zum Beispiel haben Sie Alkohol getrunken, waren Sie sexuell aktiv, haben Sie ein Bett geteilt oder haben Sie Kaffee konsumiert. Diese Faktoren könnt ihr mit Ja und Nein beantworten. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, eigene Faktoren noch mit einzufügen. Ich habe zum Beispiel jetzt Homeoffice und Pendeln genommen. Wenn ihr oben links auf das Zahnrad geht, sehen wir einmal hier die Standardwerte und hier gibt es die benutzerdefinierten Werte. Und wenn wir jetzt hier drauf gehen, könnt ihr einfach eingeben, was ihr dann hier für euch zutrifft, könnt ein Icon auswählen und dann könnt ihr es immer mit Ja, Nein behaken, wenn ihr das dann hier auswerten möchtet. Und unten, ganz wichtig auch noch, aktiv, krank und unterwegs ist ein Punkt, verletzt, Pause, als auch hoher Stress könnt ihr ebenfalls noch mit auswählen. Und wenn ihr das Tagebuch dann jeden Tag ausfüllt, dann bekommt ihr auch weitere Daten. Hier sehen wir zum Beispiel, Koffein hat eine positive Auswirkung auf meinen Schlaf, wobei ich immer darauf achte, dass ich nicht zu spät Kaffee trinke. Dann Alkohol getrunken hat eine negative Auswirkung und für mich jetzt auch keine große Überraschung, das Pendeln mit dem frühen Aufstehen und lange Arbeiten hat bei mir auch hier negative Auswirkungen, was den Schlaf angeht. Und so könnt ihr für euch individuell feststellen, wo dann hier die Punkte sind, was euch hier beim Schlaf beeinträchtigt. Wir sehen hier andere Werte wie Bett geteilt, Sauna genutzt. Da sind noch nicht genug Daten da, um eine Auswertung durchzuführen. Das gleiche dann auch bei Ernährung und Schlaf. Das habe ich auch zwar immer ausgefüllt, aber auch da fehlen hier noch ein paar Daten, um das Ganze hier etwas besser zu analysieren. Jetzt wollen wir aber nicht nur schlafen, wir sind auch aktive Menschen und daher wird auch die Aktivität angezeigt bzw. ausgewertet. Da gibt es einen eigenen Reiter, da gehen wir jetzt mal drauf. Als erstes bekommen wir hier im Bereich Aktivitäten erstmal eine schöne Übersicht, wie unser aktueller Trainingsload ist. Das heißt also, wir bewegen uns hier momentan in einer guten Zone. Wir sind noch nicht zu weit draußen, um eine Verletzung zu bekommen oder zu weit unten, um hier Fitness abzubauen. Es gibt aber auch die Möglichkeit, das sehen wir gleich noch, hier auch das ganze Modell etwas genauer anzuschauen. Aber es ist wirklich schön einfach dargestellt für jemanden, der sich jetzt nicht so mit Trainingsload auskennt und sieht das hier auf einen Blick. Was wir auch auf einen Blick sehen, ist dann einmal unsere Wochenauswertung, wie viel Sport wir gemacht haben, 3 Aktivitäten, 1 Stunde 34 und 24 Kilometer. Das Ganze hat sich aus einmal Laufen, Gehen und Indoor-Radfahren zusammengesetzt. Und du hast auch die Möglichkeit, wenn wir zum Beispiel ins Radfahren reingehen, das ist jetzt von Zwift importiert worden, sehen wir hier auch eine Übersicht über unsere Distanz, Höhenmeter, aber dann auch hier zum Beispiel die Steigung und auch welche Trainings- oder Herzfrequenzzonen man hier trainiert hat. Ihr seht dann auch nochmal eine Übersicht der Herzfrequenzzonen generell, das mit dabei, als natürlich dann auch die Splits für die nächsten Kilometer könnt ihr euch dann auch nochmal hier detailliert anschauen. Oder wenn wir zum Beispiel jetzt den Lauf der Apple Watch anschauen, seht ihr einmal hier schön im Hintergrund die GPS-Daten, als auch hier nochmal die Gesamtwerte, Diagramm und alle Daten, die die Apple Watch dann hier mitgibt, als auch natürlich Herzfrequenzrate ist auch mit dabei. Das habt ihr dann auch hier im Überblick. Und ihr habt natürlich auch die Möglichkeit, nicht die Wochen nur anzuschauen, sondern könnt auch auf Monat gehen. Sehen wir hier nochmal einen Überblick über den ganzen Monat. Könnt auch zum Beispiel im März reingehen, sehen wir, wie viel Aktivität wir gemacht haben. Könnt ihr auch nochmal filtern, zum Beispiel nach Krafttraining, Radfahreinheiten, also alles, was das Herz begehrt. Und ihr seht auch immer rechts die Quelle, in dem Fall ist das Herzchen, das heißt für Apple Health. Seht ihr auch dann, wo die Daten hier an dieser Stelle herkommen. Und für alle, die sich dann für Entfernungsstatistik zum Beispiel interessieren oder Kalorien, hier gibt es dann auch den Fortschrittsbereich.
Hier seht ihr dann einmal hier, wie viel Kilometer ich insgesamt im Training gemacht habe. Ihr könnt euch das aber auch dann zum Beispiel Kalorien anschauen. Ihr könnt dann auch sagen, okay, ich möchte es nur für Laufen wissen, das ist möglich. Oder dann auch nur hier Distanz fürs Laufen. Und ihr könnt auch sagen, okay, ich möchte hier zum Beispiel nur 4 Wochen wissen. Seht ihr auch hier die Entwicklung, in dem Fall plus 3%. Das heißt also, hier ist alles am Aufsteigen, beziehungsweise ich mache mehr. Zu guter Letzt gibt es dann noch die Leistung. Das ist für viele interessant, die sich dann für Trainingsload interessieren. Hier sehen wir dann auch das normale Fitnessmodell, was wir dann auch so für verschiedene Uhren dann auch schon kennen. Ihr seht einmal hier dann die Fitness bzw. Erholung, als natürlich dann auch die Tagesbelastung ist mit dabei oder dann auch die Monotonie könnt ihr euch auch anzeigen lassen. Auch das ist dann hier ein Wert, der dabei ist. Beziehungsweise oben gibt es dann noch einen Fitness-Score. Da können wir auch drauf gehen. Sehen wir hier, ich habe einen 81 Score, das heißt also, ich war jetzt hier gut unterwegs heute. Sehen wir auch hier, setzt sich zusammen aus Schritte, Aktivenergie, Trainingsdauer, Trainingshäufigkeit und Regelmäßigkeit. Da muss ich noch ein bisschen dran arbeiten. Ich war jetzt viel krank, daher haben wir hier auch so eine kleine Lücke. Aber ja, so habt ihr auch so einen kleinen Ansporn, hier immer schön aktiv zu sein, beziehungsweise habt es dann hier mit im Überblick und wird auch sehr schön dargestellt. Wie gesagt, die App wird hier weiter ausgebaut. Ich denke, dass in naher Zukunft auf jeden Fall noch einige Funktionen hinzukommen. Was ich mir auf jeden Fall wünschen würde, wären hier tägliche Trainingsvorschläge oder zumindest eine Art Trainingsplan, den man hier nutzen kann. Was die Entwickler jetzt aber machen möchten, ist hier eine Anbindung an Training Peaks. Das heißt also, das ist der nächste Schritt, der hier dann erfolgen wird. Ein weiterer spannender Punkt ist für mich dann die Ernährung. Insoweit spannend, weil ich momentan vom Gewicht etwas runterkommen möchte. Hier gibt es dann auch einen Ernährungstracker und der ist wirklich auch sehr gut umgesetzt. Ihr habt natürlich einmal die verschiedenen Phasen, hier Mittagessen, Frühstück, Abendessen und ihr könnt natürlich auch das Trinken tracken. Aber was ich hier vor allem sehr gut finde, ist, dass du hier auch Ziele setzen kannst. Das heißt also, wenn wir hier oben rechts auf das Zahnrädchen gehen, können wir auch sagen, okay, was möchte ich denn überhaupt erreichen? Gehen jetzt einfach mal auf Bearbeiten. Sehen wir hier zum Beispiel wird dann unterschieden auch zwischen Geschlecht. Das ist ganz wichtig, weil der Grundumsatz bei jeder Person oder bei jedem Geschlecht anders ist. Ihr seht dann auch nochmal das Alter. Das hat sich bei mir jetzt nicht groß geändert. Ich kann hier meine Größe angeben. Das machen wir noch ganz kurz. Sagen wir weiter. Dann mein aktuelles Gewicht. Das sehen wir jetzt hier noch 98 Kilo momentan. Und hier kann ich dann auch sagen, bin ich hier aktiv, mäßig aktiv. Ich bin dann so etwas bewegungsarm. Das heißt, ich bin sehr viel im Büro, möchte einfach nur meine Aktivkalorien dann noch extra dazu haben. Und ihr könnt dann auch sagen, bei der KI-Ermittlung, wie die KI arbeiten soll, weil hier, das sehen wir gleich, wird sehr viel über KI gemacht, ob wir sie leicht überschätzen soll, ob sie leicht unterschätzen soll, je nachdem, wie gut die KI ist. Müsst ihr dann ein bisschen rausfinden, das könnt ihr aber noch nachjustieren. Ich habe jetzt einfach hier den Mittelwert genommen und sage jetzt einfach weiter und ich möchte in dem Fall abnehmen und das ist auch gesund. 0,5 Kilo pro Woche ist ein sehr, sehr guter Wert, um nachhaltig abzunehmen. Und dann sage ich einfach Plan erstellen und so bekomme ich jetzt hier dann auch schon die Übersicht und gehe jetzt auf Fertig und dann habe ich hier einen Grundumsatz von Kalorien. Das ist in dem Fall ein bisschen was über um die 1800. Und wir können auch sehen, ich habe momentan schon 1252 gegessen, 454 verbleiben. Da ist aber momentan so, dass hier nur der Grundumsatz genommen wird. Das heißt, Aktivkalorien werden bei Verbrannt dazugerechnet. Es wird jetzt nicht draufgerechnet, aber man sieht auf jeden Fall, dass man einen Puffer hat. Und verbrannt habe ich momentan aktuell durch Sport 3404. Ihr habt dann auch die Möglichkeit, auf verschiedene Weisen hier Essen aufzuzeichnen. Wir gehen jetzt einfach mal bei mir ins Abendessen hinein. Ihr habt dann die Möglichkeit, auch jetzt hier die Nahrung aufzuzeichnen und es gibt auch verschiedene Optionen. Wenn wir jetzt rechts auf das Plus gehen, zum einen gibt es hier das Essensfoto. Das heißt also, du kannst einfach dein Essen fotografieren. Die KI erkennt dann, was auf dem Teller ist und das macht die wirklich sehr gut. Also da kann man wirklich nichts sagen. Du kannst die Werte aber dann noch anpassen, falls es dann hier und da Abweichung geben sollte. Und du kannst natürlich auch den Barcode scannen. Das heißt also, Nahrungsmittel, die du dann hast, scannst du einfach ab und wenn es dann hinterlegt ist, dann kannst du es auf jeden Fall nutzen. Und du kannst auch Mahlzeit beschreiben. Das heißt also, wir können zum Beispiel machen, ich habe jetzt heute 2 Brötchen noch zum Abend gegessen und 2 Scheiben Käse. Machen wir jetzt einfach mal. Gehen wir hier auf Analysieren. Schauen wir, was rauskommt. Es dauert manchmal einen kleinen Moment. Es kann auch sein, dass mal hier und da ein Fehler kommt. Dann probiert es einfach nochmal. Und das ist ein Wert, der kommt hier sehr nahe ran an dem, was ich auch erwartet habe. Ihr bekommt auch nochmal so eine einzelne Auflistung. Und ihr habt auch die Möglichkeit, auf den Stift drauf zu gehen, hier zum Beispiel Grammzahl noch zu ändern. Das ist möglich. Geht natürlich auch im Nachgang. Und dann gehen wir jetzt einfach hier auf Abendessen hinzufügen. Und dann haben wir es hier auch schon bei Abendessen. Und ihr seht auch nochmal schöne Auflistung hier Fett, Kohlenhydrate, Eiweiß. Und ihr seht dann auch eine Übersicht nochmal über den Tag, was ihr zu euch genommen habt. Vitamine, Kalorien, Eiweiß, also alles dabei. Insgesamt muss ich sagen, dass ich die Nahrungsaufzeichnung hier sehr solide finde. Ich hatte jetzt eigentlich keine großen Probleme und würde mir zum Beispiel auch bei Garmin Connect solche Aufzeichnungen wünschen.
Da ist es noch eher so auf dem alten Stand. Du kannst zwar auch hier KI-Fotos machen und einen Barcode scannen, aber zum Beispiel hier einen Text einzugeben, um zu beschreiben, was du gegessen hast, das gibt es hier in der Form dann nicht. Bevor wir einen Blick auf die AI-Funktion werfen, möchte ich aber noch ganz kurz hier aufs Abo-Modell eingehen. Ja, auch die App hat auch ein Abo-Modell. Klar, die AI-Funktion kosten Geld, aber auch die Entwicklung. Aber hier muss man auf jeden Fall sagen, dass Vitalstat hier wirklich ein moderates Preissystem hat. Im Vergleich zu Athletic und Bevel, die dann eine ähnliche Funktion anbieten, ist sie auf jeden Fall etwas günstiger. Wie gesagt, es kommen noch viele, viele weitere Funktionen hinzu. Es gibt dann auch eine schöne Übersichtsliste, wo man nochmal schauen kann, welche App was anbietet. Und gerade wenn du hier Polaruhr nutzen möchtest und hier eine vernünftige App haben willst, ist das auf jeden Fall eine Alternative, bis zumindest mal hier endlich mal das Polar-Update kommt. Und auch, wie gesagt, hier werden viele weitere Funktionen unterstützt, die wir so in manchen anderen Apps hier gar nicht mit dabei haben. In diesem Sinne schauen wir nochmal ganz kurz hier in die AI-Funktion. Das ist dann das letzte, was wir hier zu sehen haben. Wir sehen einmal hier nochmal das Morgenbriefing, was wir hier in der Übersicht bekommen. Ihr könnt dann auch nochmal reingehen. Das sehen wir hier nochmal das, was wir vorhin schon gesehen haben. Aber ihr bekommt auch noch so ein paar Einblicke. Zum Beispiel hier mit dem ausreichenden Schlaf gibt es auch schöne statistische Analyse mit einer Auswertung. Beziehungsweise auch hier sind hier 56 Minuten mehr bewegt als sonst. Und der Schlafscore um fast 9% gesenkt. Als dann auch hier moderater Zusammenhang sehen wir hier nochmal eine statistische Auswertung zwischen einem Tiefschlaf und Trainingsdauer. Sehen wir auch hier nochmal schön das aufgegliedert. Jetzt habt ihr aber nicht nur einfach statistische Auswertung, ihr könnt dann auch rechts in einen Chat hineingehen. Sehen wir hier. Ihr bekommt einmal hier vorgefertigte Fragen, die ihr nutzen könnt. Zum Beispiel, soll ich heute hart trainieren, wäre eine Möglichkeit. Bekommen wir auch so eine kleine Auflistung. Beziehungsweise ihr könnt auch eigene Fragen stellen. Zum Beispiel könnt ihr auch sagen, was soll ich morgen trainieren? Das geben wir jetzt einfach mal rein. Und dann bekommen wir jetzt auch gleich hier einen Text angezeigt. Beziehungsweise dauert immer einen kleinen Moment. Sehen wir hier, deine Daten deuten darauf hin, dass du in letzter Zeit vor allem, das lassen wir kurz mal fertig schreiben. So, es ist auch fertig und dann können wir sehen, deine Daten deuten darauf hin, dass du in letzter Zeit vor allem Lauftraining gemacht hast mit insgesamt 4 Einheiten und bekommst ja auch nochmal so eine Übersicht der Herzfrequenz, auch ein Fitnessscore. Da du morgen wahrscheinlich wieder trainieren möchtest, könnte eine moderate Einheit gut passen. Jetzt können wir vielleicht noch fragen, das teste ich jetzt wirklich, wie sollte diese Einheit mit der Pace aussehen? Habe ich jetzt selber auch noch nicht ausprobiert. Dann gucken wir einfach mal, was rauskommt. Und dann kriegt das hier sogar einen Pace-Vorschlag. Also hier könnt ihr auch wirklich mit der KI dann sprechen, beziehungsweise hier Fragen stellen. Wir sehen auch hier Zone 2 Training. Und dann könnt ihr noch viele, viele weitere Fragen stellen. Auch man kann auch sagen, was ist Zone 2? Probieren wir es auch mal aus. Dann bekommt ihr sogar nochmal Zone 2 erklärt und mit welchen Schlägen. Also ihr seht, wirklich hier könnt ihr gut in die Kommunikation gehen. Und das würde ich mir zum Beispiel auch bei Garmin wünschen, die hier deutlich mehr für ihr Abo-Modell verlangen, weil da gibt es diese KI-Funktion an dieser Stelle hier so nicht. Solltest du die Vitalstat-App hier auf der Apple Watch nutzen, dann bekommst du auch hier eine App mit angeboten. Das heißt also, wir sehen hier dann, wenn wir runterscrollen, wird diese hier angezeigt. Hier seht ihr einmal die Übersicht, Sleep, Recovery und Strain. Wie gesagt, das ist alles noch in der Beta, wo ich gerade drin bin. Deswegen ist bei mir noch etwas auf Englisch. Und ihr seht dann hier auch die Body Battery angezeigt, als natürlich dann auch weitere, die Aktivitäten könnt ihr euch anschauen. Das heißt also, hier gibt es eine Datenvielzahl. Aber nicht nur das, es gibt dann nämlich auch Komplikationen. Hier habe ich zum Beispiel jetzt hier die Body Battery mir anzeigen lassen. Sehen wir auch die Schritte und dann hier 26% ist noch der Rest. Ihr seht dann auch zum Beispiel den Kalorienverbrauch, den wir haben. Oder dann auch hier zum Beispiel die Schritte nochmal aufgeführt. Das habt ihr dann auch mit dabei. In dem Fall sind es oben hier Aktivkalorien. Das heißt also, ihr könnt dann eure Komplikationen auch einrichten, wie ihr das haben möchtet. Ja, wie gesagt, die App ist noch recht jung. Sie wird hier noch eifrig entwickelt, beziehungsweise Training Peaks soll ja kommen. Ihr könnt natürlich auch gerne in die Kommentare schreiben, was ihr für eine weitere Funktion euch in der App wünscht, beziehungsweise vielleicht die andere Aufarbeitung der Daten. Schreibt es mal gerne rein. Ich denke, dass der Entwickler auf jeden Fall hier mal reinschaut und hier und da vielleicht ein paar Anregungen findet. Wenn euch noch mehr zum Thema Apple Watch interessiert, ich habe auch weitere Videos rund um die Apple Watch gemacht, auch Tipps und Tricks. Kannst du mal reinschauen, beziehungsweise wenn du neu auf dem Kanal bist. Ich habe auch eine Best-of-Playlist meines Kanals, da kannst du reinschauen, was hier sonst noch so alles stattfindet. Ich teste unter anderem auch sehr viele Uhren. Wenn das Video gefallen hat, lass auch gerne einen Daumen hoch da, das freut mich in den Algorithmus. Ansonsten bedanke ich mich für deine Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal.